Wir haben Freitag, den 18. Februar und wir verlassen Torx und sind auf dem Weg zu einem neuen Ziel. Aber bevor ich darüber berichte, möchte ich noch etwas von der Umgebung von Torx zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir waren 8 Tage auf dem Stellplatz Milocar in Torx Costa. Über diesen Platz habe ich ja schon ein Video erstellt und berichtet. Torx liegt ja etwa 40 oder 50 Kilometer vor Malaga und Nerja liegt etwa 7 Kilometer in anderer Richtung. Man kann Nerja auch mit dem Fahrrad erreichen, man muss allerdings dazu die N340 nutzen. Wir sind also mit den Fahrrädern gestartet, es geht immer entlang des Meeres und den Straßenverkehr hier auf der N340, den müssen wir natürlich in Kauf nehmen. Nerja ist ein Urlaubsort und man spricht, er ist einer der schönsten Urlaubsorte an der Costa del Sol. Nerja hat ja einige Sehenswürdigkeiten, dazu gehören auch Höhlen, die man besichtigen kann. Das haben wir an diesem Tag nicht gemacht, wir kennen sie schon. Deshalb sind wir zum Balcón de Europa gelaufen oder gefahren. Dieser Balkon ist auf einer Landzunge erbaut worden und er ragt somit ins Meer hinein und somit hat man eine schöne Aussicht zu den verschiedenen Seiten. Nerja hat auch einen Stellplatz, den kennen wir nicht. Wer dort schon mal war und was darüber berichten kann, darf das gerne hier in den Kommentaren tun. Häufig sind an so interessanten Plätzen auch Geocache versteckt, so auch in diesem Fall, und so hat Rita gleich ihr Erfolgserlebnis am heutigen Tag. Wir haben dann noch einen Rundgang durch die Stadt gemacht und auch einen Kaffee getrunken und dann ging es mit dem Fahrrad wieder Richtung Torx. Wenn man aus Richtung Nerja auf der N340 fährt, dann gibt es vor Torx Costa einen Stellplatz. Der ist relativ neu. Er liegt, wie man hier sieht, direkt an der Straße an der N340. Wir waren nicht auf diesem Platz, wir haben ihn nur beim Vorbeifahren uns angeschaut. Vom Stellplatz bis zum Meer sind es auch hier nur wenige Meter. Wenn man dann noch ein bisschen weiter fährt, und zwar nach Torx Costa rein, dann gibt es auf der linken Seite einen großen Palast direkt am Meer. Dort stehen jetzt im Februar oder Mitte Februar 2022 auch einige Wohnmobile, geschätzt zwischen 30 und 50 Stück. Natürlich gibt es hier keine End- und Versorgung. Ob es jetzt immer so bleiben wird, dass man hier stehen darf, das ist die Frage. Aktuell wurde es jetzt hier geduldet. Mit Glück bekommt man hier einen Platz mit Sicht aufs Meer. Es gibt in Torx Costa auch einen Campingplatz, er ist etwa 1 Kilometer vom Meer entfernt. Wir sind auf einem Sonntag dort hochgelaufen, das sind etwa 1 Kilometer von dem Stellplatz aus. Es war nicht so schönes Wetter, aber dann hat man schon mal eher Lust, auch ein bisschen weiteren Weg zu laufen. Wer jetzt also keinen Stellplatz nutzen möchte oder vielleicht einen Wohnwagen hat, der hat hier die Möglichkeit, auch in diese Region zu reisen und diesen Campingplatz zu nutzen. Wie man sieht, hat dieser Campingplatz viele Bäume, also für größere Mobile ist dieser Platz eher nicht geeignet. Bei so einem trüben Tag und mit den vielen Bäumen wirkt so ein Platz dann schon etwas dunkel, aber das ist natürlich anders, wenn die Sonne scheint. Im Sommer braucht man die Bäume als Schattenspender, da es hier im Sommer sehr heiß wird. Der Platz hat eine weitere Zufahrt, die wir uns nicht angesehen haben. Dort kann man dann auch mit einem größeren Mobil reinfahren. Ich habe auf der Internetseite vom Campingplatz gesehen, es gibt hier auch ein Schwimmbad. Das ist natürlich mehr im Sommer interessant. Die Preise sind auch nicht sehr hoch, besonders im Winter nicht. Zwischen 15 und 18 Euro pro Tag. Am Eingang gibt es eine Bar oder Restaurant, ich weiß es nicht ganz genau. Und es gibt einen kleinen Laden, wo man auch was einkaufen kann.
Am 18. Februar ging unsere Reise weiter von Torrox Costa und zwar in Richtung Malaga. In Malaga sind wir vorbeigefahren. Abfahrt Torremolinos haben wir genommen und dann ging es zu dieser kleinen Stadt Vilamadana, heißt die, glaube ich. Und dort gibt es einen Stellplatz. Das hatte uns ein Camper geschrieben und Bilder mitgeschickt und den Platz wollten wir jetzt anfahren. Uns war natürlich bewusst, dass Camping- und Stellplätze in dieser Region fast alle voll belegt sind. Aber der Camping-Nachbar, der uns das geschrieben und Bilder geschickt hatte, der hatte gesagt, wenn der Stellplatz voll ist, dann gibt es daneben einen großen Parkplatz. Dort dürfte er dann auch stehen. Und das haben wir dann so angenommen. Und jetzt fahren wir gerade auf diesen Stellplatz. Ich glaube, man erkennt aber auch schon so, dass hier alles voll belegt ist. Es handelt sich um einen kostenlosen Stellplatz, der aber eine End- und Versorgung hat. Hier stehen viele französische Camper. Sie geben mir Zeichen, dass der Platz voll belegt ist. So wenden wir hier auf den Platz und verlassen den eigentlichen Stellplatz, parken erstmal und schauen uns so ein bisschen um. Und dabei sehen wir dann, dass es hier große Parkflächen gibt, wo man auch ohne weiteres stehen kann. Und so reihen wir uns hier mit ein, wo schon einige Fahrzeuge stehen. So sieht das Ganze von oben aus. Ganz rechts ist die Parkfläche oder der Stellplatz. Dort dürfen Wohnmobile bis zu einer Länge von 8 Metern stehen oder können dort stehen. Und es sind insgesamt 20 Parzellen ausgewiesen. Man sieht hier, der Platz liegt sehr zentral, also in der Stadt und auch nicht weit entfernt vom Meer. Ich hatte vorher nachgelesen, dass die Stadt sehr interessant ist, dass es hier schöne Strände gibt und auch der Hafen soll sehr schön sein. Leider konnten wir das alles uns nicht ansehen, da wir gleich, als wir ausgestiegen sind, dieses Schild beim Nachbarn im Wohnmobil im Fenster gesehen haben. Wir respektieren natürlich die Anordnung der Polizei und müssen uns jetzt einen anderen Stellplatz suchen. Ich habe dort noch mit anderen Campern gesprochen, die mir dann erzählt haben, dass die Polizei dann schon mal morgens um 7 kommt und klopft und man aufgefordert wird, den Platz zu verlassen. Allerdings ist die Polizei sehr höflich. Für uns war es nun kein Drama, dass wir hier nicht bleiben konnten. Wir hatten uns vorher schon eine Alternative ausgesucht, beziehungsweise wir hatten einen anderen Platz mit eingeplant und das war unser nächstes Ziel denn. Aber jetzt fahren wir erstmal durch die Stadt, die ist eigentlich ganz interessant. Wir kommen auch so am Meer vorbei, an den Stränden, alles sehr schön dort. Unser nächstes Ziel ist 250 Kilometer weiter. Das ist aber kein Problem, denn wir haben Mittagszeit, sodass wir die Kilometer ohne weiteres noch schaffen. Unser nächstes Ziel liegt nördlich von Cadiz und die Stadt heißt Chipiona. Wir kennen die gesamte Region dort, waren schon häufiger dort, ist allerdings schon etwa 10 Jahre her, dass wir das letzte Mal dort waren. Wir nutzen die Autobahn, sie ist hier größtenteils mautfrei, es gibt einige kurze Strecken, dort ist eine Maut fällig. Wir haben uns einen Stellplatz ausgesucht, den gibt es noch nicht sehr lange, erst seit letztem Jahr. Er hat den Namen La Siesta de la Guiota. Eins fällt auf, wenn man hier durch die Landschaft fährt, hier ist es erheblich grüner als zum Beispiel in Murcia, Almeria. Da wir wissen, dass viele Plätze im Moment voll belegt sind, haben wir auf diesem Platz, den wir jetzt anfahren wollen, reserviert. Die richtige Anfahrt zu diesem Stellplatz zu finden, war nicht ganz einfach. Dazu möchte ich aber im nächsten Video ausführlich berichten. Natürlich berichte ich nicht nur über die Anfahrt, sondern über den gesamten Platz wird es einen ausführlichen Bericht geben. Bis dahin sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.